Der heutige Lost Place Besuch wird einfach total verrückt. Wir erkunden ein Hotel, das seit einigen Jahren geschlossen ist. Es ist noch vollständig eingerichtet und alles funktioniert noch. Auch das funktioniert noch. Auch das funktioniert noch. Es funktioniert einfach alles noch. Also man könnte es direkt wieder in Betrieb nehmen, Leute. Das allein ist schon der Wahnsinn. Doch was wir in diesem verlassenen Hotel alles erleben, würdet ihr uns nicht glauben, wenn wir nicht alles auf Kamera hätten. Also begleitet uns jetzt bei dieser Erkundung. Sie wird wirklich verrückt. Es ist kein Lost Place. Bitte verlassen Sie sofort das Gebäude. So Leute, wir sind jetzt drin und stehen hier in dem Café, Restaurantbereich. Kaffee, ich denke. Und mit dabei ist auch Mr. GoPro. Nee. Das ist keine GoPro, das ist DJI. Ich bin DJI-Freak. Er ist ein DJI-Freak. Er muss aber noch so eine Kamera justieren. Das ist Technik für Fortgeschrittene. Ja, hier auf jeden Fall, wie man sieht, ist es noch alles da. Der Strom läuft noch, das Licht ist überall an. Es sind allerdings auch Kameras da, wie wir gerade schon gesehen haben. Heißt, wir nehmen jetzt erstmal den Weg durch die Küche, um die Kameras herum. Das wäre ziemlich ärgerlich, wenn die Kamera an wäre, was ich mir absolut nicht vorstellen kann. Aber wir dann im ersten Moment schon erwischt werden, ne? Das stimmt. Hier vor uns brummt auf jeden Fall die Kühlung und schaut, oh krass, Anja, guck dir das mal an. Das ist hier eine richtig dicke Eisschicht, das ist komplett vereist. Ja, kannst du hier gucken. Ach nee, das muss ja da drin liegen. Hier sind 20 Grad drin. Ja, aber hier ist, wenn wir es da reinlegen würden, würde es wahrscheinlich dann minus irgendwas anzeigen. Ja, richtig dicke, fette Eisschicht, also Wahnsinn. Guckt euch das mal an, wie breit das hier ist, dieser Streifen. Kann man das nicht irgendwie abstellen? Hier ist ein Schrank. Boah, guck mal, wie es auf der Seite aussieht. Nix. Komm mal hier hin, Sabrina. Boah, der ganze Schrank ist komplett hinüber. Hier läuft das Kühlaggregat. Geht's noch? Ja. Ich glaube, da ist ein Knopf, sollen wir den mal ausschalten? Ja. Sicher, sicher. Hier, ne? Ja. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall aus. Das ist, glaube ich, ein bisschen sicherer, dass das hier aus ist und nicht die ganze Zeit noch Ja, vor allen Dingen mit der ganzen Feuchtigkeit, die jetzt hier durchläuft, ne? Ja, ja. Nachher brennt das hier noch oder so. Ich würde mal vermuten, dass hier so das Frühstücksbuffet war. Hier konnte man dann als Hotelgast schön lecker essen. Ach Gottchen. Guckt euch das mal an, das geht auch noch. Ja, Man reiche uns das Buffet. Ja. Da kommt einer. Jeka, geh mal weg. Geh mal schnell weg. Er bleibt stehen, er guckt. Er geht weiter. Jetzt war hier gerade so ein Fußgänger, der hat erst mal richtig provokant reingeguckt, aber er läuft auf jeden Fall weiter. Er guckt, sagt Jirka. Ist ja halt auch interessant, ne? Aber er geht auf jeden Fall weiter. Das Gute ist, dass nebenan auch ein Gebäude ist, was auch verlassen ist. Das heißt, man hat so ein bisschen auf jeden Fall Schutz. Hier sind wir jetzt in der Küche und man sieht, der Bestand wurde gezählt. Hier hängt so ein Zettel. Also ich muss echt sagen, ein ganz großes Lob an die Leute, die hier gearbeitet haben. Es ist so super sauber hier, ne? Wirklich. Richtig, richtig ordentlich sauber hinterlassen, ne? Ja. Riecht doch überhaupt nicht nach Fett, muss man auch mal sagen, ne? Nee. Also auch guck mal hier die Lüftung hier oben. Ja, richtig sauber. Alles sehr, Ja, sehr gut, clean. da sind Spinnenweben jetzt dran, ne? Aber es ist jetzt kein Fett oder irgendwas, was sich da oben abgesetzt hat. Hier ist so ein Prüfsiegel für die nächste Wartung. Die wäre gewesen im Mai 2024. Hey, schau mal hier, ne? Das ist ja auch am Leuchten, ne? Ja, es leuchtet hier alles noch. Hier oben ja auch. Bei dem Licht da oben leuchtet auch noch. Guck mal hier. Unten liegt das ganze Besteck noch. Hier liegt das ganze Besteck noch. Und das Messer. Das ganze Ding ist voll. Guck mal hier. Alles voll mit Messern. Hier ist noch mehr Geschirr drin. Guck mal. Alles voll Geschirr. Eierbecher. Unterteller. Normale Teller. Hier ist der Waschbereich. Das funktioniert einfach noch. Selbst das Wasser ist nicht abgestellt. Und hier hat das Licht angemacht. Du kriegst nicht mehr aus. Geht automatisch oder was? Oh, Entschuldigung. Guck mal hier. Willst du ein bisschen spülen? Das darfst du doch keinem erzählen, jetzt mal ernsthaft. Ja, das ist Wahnsinn. Hier geht der Strom, der läuft 24/7. Hier geht das Wasser.
Also, Aber das Gute ist, wenn wir mit einer Lost Place Tour fertig sind, können wir hier auch mal eben schnell die Hände waschen. weißt du was? Wenn wir mit der Lost Place Tour fertig sind, können wir oben erstmal duschen gehen wahrscheinlich. Ja, stimmt. Aber ich glaube, so schmutzig wird es heute hier nicht. Ich bin gespannt auf die Zimmer. Ich auch. Hier ist die Tür auf jeden Fall abgeschlossen, heißt, wir müssen definitiv vorne durch. Heute bei der Erkundung habe ich übrigens neue Schuhe dabei, natürlich wasserfest, weil bei unseren Abenteuern, ihr wisst ja, ne, da wird es manchmal auch ganz schön feucht und da muss man perfekte Schuhe haben. Die haben wir von ASMC und von ASMC haben wir in der Vergangenheit uns schon sehr viel Ausrüstungsgegenstände gekauft, wie zum Beispiel den Lost Place Rucksack, den wir dabei haben, der ist auch von ASMC. Unsere gesamte Ausrüstung haben wir für euch natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Mit unserem Rabattcode könnt ihr 5% auf eure gesamte Bestellung sparen. Also schaut auf jeden Fall mal in die Videobeschreibung, checkt unsere Ausrüstung ab, lasst euch ein bisschen inspirieren für euer nächstes Abenteuer. Der Rollstuhlfahrer. Die haben uns gesehen. Der Junge hat ihn gesehen. Die haben uns Ja? beide gesehen, ja. Was machen wir jetzt? Jetzt mal stehen bleiben. Leute, wir haben gerade ein kleines Problem. So, wir haben. Scheiße. Da stehen welche vor der Tür. Da. Da, er guckt. Er sucht uns. Scheiße. Da rechnet ja auch keiner mit, dass auf einmal einer vor der Tür steht, oder? So, er kommt jetzt rum hier. Ich muss weg hier. Nutzt die Chance, sobald er Ja, da vor dem Pfeiler ist, kommst du rüber. Ich weiß nicht, wo er jetzt hinfährt. Komm, Im, komm. Krabbel eben rüber, er ist nicht da. Der steht Der wahrscheinlich Junge am... kommt, der Junge kommt. Wo ist der denn? Scheiße. Hä, wo stehen die denn da? Rufen die jetzt die Polizei oder? Ja, dann ist es so. Wir sind hier auf jeden Fall geschützt. Nee, da hinten ist das Fenster auch offen, sehe ich gerade. Wo? Ja, da vorne geradeaus. Ja. Ja, aber die kommen doch nicht hier rein mit dem Rollstuhl. Und dafür haben wir die Kopfkamera, ne? Ja. Komm. Weg. Runter, komm. Aber der kann genau hier reingucken. Wir sitzen total scheiße. Wir sitzen komplett scheiße hier. Scheiße, wir sitzen richtig kacke hier. Der sieht uns drin. Der kann ja genau da reinglotzen. Der Junge? Ja. Der Laufende. Boah, wir sitzen uns hier drauf. Der kann aber auch da hinten rein. Du kannst sagen, ich bin der Junge. Komm, geh dann. Moin, Kamera läuft. Wer war der Mann hier? Das ist mein Vater. Das ist okay, ja? Moin. Ich habe gesehen, dass ihr euch erschrockt habt. Ich bin euch sogar. Krass. Hi, Hi, Sabrina. Connor. Hi, Anja. Ja, wir machen das zusammen. Wir sind auch im YouTube-Kanal, die 5-Räder-Kampagne. Ja, cool. Deswegen, das ist zufällig. Ich habe euch irgendwie gesehen und dann, jetzt verstecken die sich bestimmt. Ja, Wir wollten gerade hier rumlaufen und dann Ja. haben wir euch gesehen. Mann, Ja, ey. ich sag mal eben Bescheid. Ja. Weil ich sehe, da hat mich doch gerade jemand angeguckt. So, alles in Ordnung. Warum? Jo. Ja, Anja lässt ihn rein. Da kannst du Bescheid sagen. Papa, komm her. Papa, komm. Leute, super lustig. Das sind auch zwei, die auch Airbags machen. Und sein Papa sitzt halt einfach im Rollstuhl und die machen das zusammen. Ey, richtig, richtig süß. Und ja, hier sind halt die Türen offen. Anja hat jetzt die Tür aufgemacht, dass der Vater dann auch reinkommen kann und nicht draußen im Regen stehen muss. Habe ich auch noch nie gehabt, Leute. Das ist der erste Rollstuhlfahrende Urbexer, den ich jetzt gesehen habe am Lost Place. Hi. Hallo. So. Krass. Aber noch nie so gesehen. Aber Jemand, ich hätte der. euch ehrlich gedacht, dass ich euch nicht treffe, ne? Ne? Hätte ich nicht gedacht. Hier ist mein Geburtsort. Ja. Ja. Ich würde dir empfehlen, mach ein Foto, sonst bereust du es.
Ja, klar. Ist wirklich so. Wir gucken halt immer, aber mit dem Rollstuhl kommst du nicht überall. Ja. Und mein Sohn ist ja noch ein bisschen jung. Da gucke ich immer, dass ich mindestens in der Nähe. Ja, das ist doch schön. Ja. Cheese. Wartet. Perfekt. Super, für die Ewigkeit. Perfekt, danke. Guck mal bitte. Darfst du auch mit rein ins Video? Ja, klar, kein Problem. Ja, weil wir ja auch. Ja, geil. Ja, das ist echt cool, wirklich. Dass du das so mit dem Hobby machst und alles, dann ist echt. Wir haben das angefangen, der ist natürlich alleine unterwegs und so viele Sachen ist ja auch gefährlich. Ja, Panzerbau klar. und so hin. Da Ja. kommst du vielleicht nie wieder raus. Ne? Ja. Wir haben uns an der Stelle noch einige Zeit mit Thorsten unterhalten. Es war ein richtig tolles Gespräch und sicherlich werden wir ihn und seinen Sohn Connor in Zukunft nochmal wiedersehen. So Leute, jetzt stehen wir gerade hier in dem Bereich, da würde ich mal vermuten, das war vielleicht so eine Art Lounge oder so. Warte, ich gucke. Stand dran. Geht mal kurz nachgucken. Hier ist auf jeden Fall, wie man sieht, so ein Barbereich. Der Konferenzraum. Der Konferenzraum, Ja. Okay. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Da hinten ist nämlich noch ein Klavier. Müssen wir gleich uns mal angucken. Oh, jo, cool. Sehr, sehr cool. Alles hier sehr in diesem Schwarzen gehalten. Hier so ein Glasschrank. So, hier ist auf jeden Fall der Eingangsbereich, wo wir jetzt gerade einfach mal nur durchgerannt sind. Ganz spontan. Müssen wir ein bisschen aufpassen, weil hier nämlich direkt die Autos langfahren. Guck mal, hier liegt noch eine GoPro in der Auslage. Wow, Wahnsinn. Ist aber keine GoPro, ist eine Insta. Oh Mist. Stimmt. Jetzt komme ich auch ganz durcheinander. Ja, hier, wie gesagt, der Haupteingangsbereich, wie man das sieht. Da ging es in die Küche. Hier geht es auch noch mal in den Keller, in die Garage. Und hier die Rezeption. Jirka, bitte einmal zur Rezeption. Jirka, bitte. Wofür hat man sowas hier? Hört man das wohl oben? Glaube ich. Papa. Hier sind auf jeden Fall noch Arbeitsanweisungen. Von dem Infoschreiben aus dem Jahr 2023 muss ich natürlich verpixeln. Offenbar wurde das Hotel zwischenzeitlich mal für Flüchtlinge genutzt. Das passt ja wahrscheinlich auch mit den Spielen, die hier liegen, für Kinder. Guck mal, was ist denn da drin? Ah, hier, guck mal. Hier. Das sind Zimmerkarten. Ach, krass. Können Sie ja mal eine mitnehmen, oder? Was meinst du? Falls das Zimmer nicht offen ist? Ich glaube, die werden noch nicht funktionieren. 008 ist offen. Nehmen wir die mit. Okay, räumen wir nachher natürlich wieder weg. Genau. Aber so sind die Schränke alle leer, ne? Also die eigentlichen Hotelunterlagen scheinen auf jeden Fall alle weg zu sein. So, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal nach oben und gucken uns mal ein Hotelzimmer an, ne? Ich dachte, wir fahren jetzt zum Aufzug. Aufzug nämlich ganz bestimmt nicht. Komm, wir nehmen die Treppe. Ach, guck mal, hier war die Direktion an, ja. Ja, hier war die Direktion. Sieht so ein bisschen aus wie Hausmeisterbereich. Hier so eine kleine Ecke mit Schlüsseln auf jeden Fall, die hier noch liegen. Ansonsten alles leer, da noch mehr Schlüssel. Naja, hier wird es auf jeden Fall ein bisschen interessanter. Das waren hier aber offenbar auch mal Zimmer, ne? Ich denke mal Einzelzimmer. Guck mal, die haben sogar eine Klimaanlage hier. Ja, vielleicht haben sie die ja zuletzt dann als Büro genutzt, ne? Offensichtlich, ja. Hier steht ja noch ein Bildschirm mit einer Tastatur dahinter. Was ist denn das denn für ein Teil? Und das dahinter vor allen Dingen, guck mal. Konntest du irgendwas mit ausdrucken, ne? Wer eine Ahnung hat, was es ist, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Würde mich schon richtig interessieren. Aber wie man sieht, ist hier noch der Monitor da. Der eigentliche PC ist auf jeden Fall nicht mehr zu sehen. Aber auch hier alles noch drin, ne? Ja, so ein bisschen Bürobedarf ist noch da, ne? Oh. Kaffee. Ist Kaffee ausgelaufen? Ja, hab mich gerade schon gewundert, was hier so Boah, richtig ja, krass nach das Kaffee riecht, ne? Riecht echt extrem. Und hier halt ein Badezimmer. Ja, mit Handtüchern, die noch liegen. Der ist komplett leer. Ach, hatten sie also mehrere Konferenzräume. Das sieht schon so ein bisschen mehr nach Konferenzraum aus, finde ich, ne? Vor allem mit der Lampe hier oben, ne? Da hinten noch so ein Whiteboard. Ich glaube, die Zimmerkarte hätte ich mir sparen können. Weil die ganzen Zimmer stehen ja hier offen. Aber hier sieht man auf jeden Fall den Kartenleser, um halt in die Tür reinzukommen. Aber das wurde, glaube ich, nicht als Zimmer genutzt hier. Also Nee. eher so als Aufenthaltsraum. Aber wir können mal in das nächste Zimmer gehen. Da ist auf jeden Fall ein bisschen mehr zu sehen. So, Zimmer 009 ist ein Nichtraucherzimmer und das sieht auf jeden Fall aus wie ein Hotelzimmer. Aber sehr, sehr klein, sage ich jetzt mal, ne? Also man hat alles, was man braucht. Aber es ist halt nicht so riesig groß oder so, ne?
Es ist halt auch sehr alt. Ne? Also der Boden ist richtig schön. Das gefällt mir im Hotel immer. Aber das hier, guck mal bitte. Ja, das sieht schon... Sieht sehr hässlich aus, sag ich jetzt mal. Aber es ist eine Geschmackssache, ne? Aber das mit dem Bett finde ich halt noch schlimmer, Anja. Also das sieht so richtig 90er Jahre aus, ne? Mhm. So, die beiden haben jetzt gerade noch eine Durchsage gemacht. Die hauen jetzt ab. Wir gehen mal eben noch mal schnell Tschüss sagen. So, dann sind wir jetzt mit Jirka auf jeden Fall hier drin alleine. So, die beiden sind jetzt weg. Super, super lieb, ey. Wirklich super, super lieb. Ich habe den Kanal von den beiden auf jeden Fall noch mal in der Videobeschreibung verlinkt. Und schaut gerne mal da vorbei und lasst mal ein Abo da. Da würden die sich auf jeden Fall mega drüber freuen. Ach, Anja, die Bekloppte hat jetzt gerade noch mal eine Durchsage gemacht im Gebäude, dass wir jetzt auf uns alleine gestellt sind. Du Bekloppte, ey. Was denn? Ist doch so. Oh Mann, wir gehen jetzt mal eine Etage höher und gucken uns da mal die Zimmer an. So. Auch hier, Licht ist an. Alle Zimmer stehen offen. Gucken wir erstmal hier. Oder? Mhm. Oh, riechst du das? Das riecht so richtig so nach Hotel, ne? Mhm. Wahnsinn. Ist halt genau wie unten, ne? Dieses super hässliche Bettgestell ist überhaupt nicht meins. Weiß ich nicht, gefällt mir nicht so. Die Möbel, weiß ich nicht, Anja, oder? Nee, also schön ist was anderes, aber wie gesagt, es ist halt Geschmackssache und es ist halt auch in die Jahre gekommen, ne? Mhm. Lange Zeit nichts gemacht. So sieht es zumindest für uns aus, als Laie. Safe ist aus. Oh, nee, ist noch an. Ich dachte, die Batterie wäre vielleicht leer oder so. Na, Error. Falschen Code eingegeben, ha? Ja. Ne. Hat wahrscheinlich irgendwer seinen Code eingegeben und angeschlossen. Genau. Licht ist an. Oh, das Badezimmer ist schön geräumig, ne? Ja, hätte ich jetzt nicht so erwartet. Halt auch sehr einfach, aber ich finde es schön. Also definitiv. Ja, man hat hier alles, was man braucht. Ne? Ja, wie gesagt, sogar ein Föhn. Es ist kein, weiß nicht was. Auch das funktioniert noch. Auch das funktioniert noch. Es funktioniert einfach alles noch. Also man könnte es direkt wieder in Betrieb nehmen, Leute. Größtenteils sehen die Zimmer alle identisch aus mit diesem ultra hässlichen Bettgestell, wie man hier noch mal gut sieht. Die Raumaufteilung ist teilweise so ein bisschen anders. Ich hatte jetzt gerade auch ein Zimmer gesehen, da waren 2 Betten auseinander, also kein Doppelbett, sondern 2 Einzelbetten. Aber ansonsten, wie man sieht, ist es halt alles ziemlich identisch. Ne? Man kann hier unten übrigens direkt in den Biergarten noch schauen, den es hier noch gab. Aber die Möbel, die sind halt echt alt. Ne? Wenn man das Hotel hier wieder eröffnen möchte, dann müsste man wirklich die ganzen Möbel einmal rausschmeißen, komplett alles neu machen. Hier oben ist auch jetzt Teppich. Unten war ja Laminat, was ich eigentlich in einem Zimmer bevorzuge. Aber hier oben in den Zimmern ist überall Teppich. Da ist kein Laminat. So, man könnte jetzt natürlich hingehen und hier überall die Türen schließen. Hatte Anja gerade auch schon gesagt, aber dann würden natürlich die nächsten Idioten kommen und hier alle Türen aufwämsen. Das Spektakel kennt ihr ja. Hier ist auf jeden Fall jetzt ein Zimmer mit 2 Einzelbetten. Schaut mal. Das sieht dann so aus. Naja, wie gesagt, ne, über den Geschmack, also man kann sich halt über den Geschmack streiten, ne. Da das Ganze ja offensichtlich als Flüchtlingsunterkunft genutzt wurde nach dem Hotelbetrieb, muss man aber auch mal sagen, finde ich, ist noch in einem sehr, sehr guten Zustand. Ne? Also wir haben wirklich Hotels gesehen oder andere Einrichtungen, die als Flüchtlingsunterkünfte genutzt wurden. Und die waren wirklich, wirklich abgenutzt. Aber das sieht noch richtig gut aus. Das Ding ist hochfrequent. Warst du das? Nein, hier kommen andauernd Leute. Ja? Hier sind schon wieder 2 vor der Tür. Ja, aber war das die Tür von dir jetzt gerade? Ja, das ja. Okay, ich dachte. Die stehen schon wieder hier, die wollen auch rein. Ja. Ganz oben ist ein Zimmer zu. Bisschen vorsichtig sein, ganz oben rechts. Ach so. Und wir sind ja hier, wisst ihr ja, wie ich meine. Ja. Aber wisst ihr, was ich gut finde? Das möchte ich bitte, dass du das auf jeden Fall mit der Durchsage. Das war geil, oder? Das war richtig gut. Hast du gehört, ja? Ja, na klar. Hast du dich erschreckt? Ich war ganz oben, das erste Mal, ja. Ja. Ne? Aber Jirka, wir sind jetzt da und da, Jirka, wir sind alleine, finde ich richtig cool. Ja, guck mal, wie groß das hier ist. Ne? Wie hätten wir das jetzt sagen können? Okay, wir hätten bei WhatsApp schreiben können oder so. Aber ich dachte, das wäre... Jirka geht doch nicht ans Handy. Ja, aber es war doch eine gute Idee, oder? Ja, ich fand das gut. Ja. Gut, ihr Lieben. Oben, wie gesagt, müssen vielleicht aufpassen. Ich weiß nicht, ob keiner drin ist. Ja, hier unten war auch eine Tür zu, aber... Nee, die richtige Hotelzimmertür sind ja alle sonst offen.
Ja, wir haben gerade schon gesagt, wenn du den Arsch wässt, könntest du alle zumachen, aber dann hast du nachher, dass irgendwelche Idioten das aufwämsen, ne? Die haben dich gesehen? Ja, beim Runtergehen haben sie nicht gesehen. Ja gut, gerade standen wir aber auch da. Was für Leute sind das denn hier, Ka? Ja, Rucksack, Handy in der Hand, gucken dann und tun so, als wenn sie typisches Verhalten haben. Ne? Aber die beiden waren gut gerade, ne? Oder? Ey, das gab es ja wohl noch nie. Nein. Habe ich noch nie erlebt. Wir auch noch nicht. Das ist so süß gewesen, Ja, das ist wirklich, goldig, ne? Ja. Das ist richtig goldig. Ja. Aber er ist nicht Da ist der Qualm. Hast du den Qualm gesehen? Die rauchen da. Ja, die wollen rein. Nein, aber er kann ja auch nicht einfach Leute reinlassen, also. Das geht ja nicht, dass hier einfach Leute reinkommen. So das finde ich auch. Wer weiß, was die hier machen. Jetzt gleich in den Kommentaren alle, boah, wie assi seid ihr denn? Lasst die armen Leute nicht rein. Ey, wir kriegen sonst so Hate. Wenn wir sie reinlassen, gibt's Mecker. Ja. Und wenn wir sie nicht reinlassen, gibt's auch Mecker. Ja. Von daher. Man kann es nicht jedem recht machen, wollen wir auch Ja. nicht. Also von daher. Und wir wollen unsere Ruhe haben, wir wollen ja ein bisschen private sein hier gar mit dir. Wisst ihr, was ich befürchte? Das Ding ist bald richtig durch. Ja. Aber dafür ist es echt noch, also es ist ja schon lange offen, ne? Ja. Und dafür ist es noch gut. Das sieht richtig gut aus, ja. Hast du Vandalismus oben gesehen? Gar nichts. Ich habe bloß oben gesehen, dass an den Hotelzimmern russische, hier nicht, Hinweisschilder. Ja, es war eine Flüchtlingsunterkunft. Also doch. Bis Aber dafür siehst du es nicht der ganzen Sache an, finde ich, ne? Ja. Oben riecht man das. Oben riecht man das richtig. Ja. Okay. Ach, meine Nase, das ist aber Ja, wir haben alle Schnupfen zum Glück. ja. Oh, Leute, Security steht vor der Tür. Es ist die Security. Die haben mich gesehen, Jirka? Sie hat mich gesehen. Ja, und sie ist Security. Er ist am Telefonieren. Achtung, Achtung. Oder hier links rein. Komm, schnell. Ups. So, nächster Hotelbereich. Mussten jetzt ein bisschen schnell machen, damit die beiden uns draußen nicht sehen, weil es ja Security, haben wir gerade gesehen. Ja, nicht, dass wir Ärger bekommen. Oh, das ist immer so gruselig, wenn die Tür hier zugeht irgendwo. Ja, Ne? ja. Das ist hier so richtig am Tropfen. Keine Ahnung, woher es kommt. Vielleicht irgendwie der Heizkörper oder so, keine Ahnung, der entlüftet werden müsste. Aber man sieht, die Zimmer sehen halt alle identisch aus, ne? Also da ist jetzt nicht wirklich irgendwie so eine Präsidentensuite bislang dabei. Die ist ja, wenn dann auch für Jirka, ne? Genau, die Präsidentensuite ist, wenn noch für Jirka, hast du recht. Sorry. Ja, es ist einfach ein in die Jahre gekommenes Hotel, muss man ganz ehrlich sagen, ne? Die sind hier vorne, direkt am Eingang. So. Dann warte doch noch. Macht ihr keine Platte? Nö, ja, ich sehe sie jetzt. Das ist eben der Unterschied, ne? Ah, hier oben wird es immer kälter, ne? Hier ist auch die Heizung aus. Ach, das war die Tür. Ja, warte, mach die Tür jetzt auch mal ordentlich zu. Ich hab den auf den Boden geschnallt. Warum sagt ihr das nicht? Auf jeden Fall jetzt drauf. Ich wusste, der merkt das, Sabrina. Scheiße. Du hast dazu offensichtlich hingeguckt. Ich hab doch ganz einfach so... Kameras an, Freunde. Ach, scheiße. Ja, Leute, es ist halt hier sehr identisch, ne? Man sieht es, die Zimmer ähneln sich alle sehr im Großen und Ganzen. Hier ist noch der Aufkleber dran. Jirka hatte gerade oben die Etagen sich angeguckt, hatte gesagt, das sieht im Endeffekt genauso aus. Ich denke, von den Zimmern her haben wir eigentlich alles soweit gesehen, oder? Ja. Aber wir könnten noch mal unten gucken. Unten gibt es ja noch eine Garage. Tiefgarage, ja. Die gucken wir uns auf jeden Fall an. Ja, und vielleicht sehen wir noch das eine oder andere weitere Highlight. Und Leute, es steht ja die Security vor der Tür, also wir müssen aufpassen, ne? Also Security steht jetzt hier vor der Tür. Komm her. Alter, hier kommt der Exbus. Hier kommt der Exbus. Leute, jetzt sind noch mehr Leute. Ja, kann nicht. Jetzt sind noch mehr Leute gekommen. Wo wollen die denn alle hin? Hallo? Hallo? Nicht erschrecken. Kamera läuft. Ach nein! Ich glaub das nicht. Guck mal, wenn ich sehe, das erste Mal in der Ich guck die mal auf die an, die Sabrina und die Krumm und so. Ich bin ganz... ich glaub das nicht. Oh nein! Seid ihr die Einzigen hier drin? Jetzt ja. Gerade saß mal in einem Rollstuhl.
Ja, ja, die haben wir gerade rausgebracht noch. Ach du Scheiße, der Irrgleich. Ich bin ganz überrascht, ich bin ganz geschockt. Wollt ihr im Video zu sehen sein? Ja. Ist das okay, wenn wir die Sequenz verwenden? Ich denke mir gerade, den kenne ich doch irgendwoher. Wow, so was gibt es ja gar nicht, die Welt ist gleich. Mach ein Foto mit uns, du wirst es Ich bin ganz nervös jetzt. Ich bin total K.O. jetzt gerade eben. Wir können da unten, da ist so ein Restaurantbereich, das wäre ein bisschen besser, oder? Ich glaube das gar nicht. Guck mal, ist das geil. Lass unten machen. Hey, haben wir? Im Restaurantbereich. Können wir auch machen. Das wäre hier im Flur. Aber ihr kommt doch von weiter weg, oder? Das ist aus Gelsenkirchen. Ja? Aber ihr kommt davon weiter weg, oder? Nein, gar nicht. Ach doch, klar. Hier kam wohl direkt um die Ecke. Ja, weiß ich doch. Ja, klar. Ist mal fix eine Stunde gefahren. Oh, schön. Er hat ja einen Ferrari. Hallo. Das wusste ich doch nicht. Ein Ferrari hat er, ja, hat er sich jetzt gekauft. Von seinem YouTube-Geld. Auch damit wärst du nicht so schnell. Guck mal, die sehen auch, wenn man sieht in den Videos so groß aus. Guck mal, so ganz Wir filmen mal von unten, dann sieht das besser aus. Genau. So, habt ihr Fotoapparat bereit? Ich bin total fix und Dann fertig. kommen alle, die mit drauf wollen, hier rauf. Wo wollen wir hin? Ja, mach du das mal ein Foto mit denen. Wir können alle zusammen, oder? Alle mit drauf. Ja, dann komm. Das ist ja cool. Komm. Wow. Ja. Das ist ja geil. Nö, mach's nicht. Ist doch in Ordnung. Alles gut. Nee, ne? Kennst du die? Ja. Das ist doch leider richtig. Ihr wart nach uns in Dortmund. Da, wo ihr die Tasche gefunden habt, oben am Ding, am Deckel. Ach so, ja, HSP da, ja genau. Hier die ganzen Kabeldieben da, ey. Also. Das? Ja, ich bewundere die immer. Ne? Boah, mir geht immer das Herz nicht. Ich habe immer Angst dabei. Ich war ja schon hinten rum und ich habe gesehen, dass da welche hier sind. Ja. Ich sag, hier ist im Deutsch. Ach du Scheiße. Ja, oh, das. So klein ist die Welt. Guck mal, das ist ja Hammer. Finde ich cool. Ah, Leute, ey, was ist das hier für ein Video, ne? Also, da fehlen einem echt die Worte. Anders als geplant. Ja, Ilka hat auch gerade gefragt, sag mal, ist euch das schon mal so in dem Umfang passiert? Antwort, nein. So noch nie. Meine Güte, ne? So, jetzt sind wir in der Tiefgarage, wie man sieht. Auch klein, aber fein, ne? Will ich mal so sagen. Aber nicht schlecht, hatte man wenigstens noch ein paar Stellplätze. Hier sieht man auch Rezeption und Lift. Ja, schon geräumig, ne? Mal hier. Guck mal, komplett neu. Ja, das sieht echt sehr modern aus, ne? Das ist verrückt hier, ne? Das ist echt sehr verrückt. Komplett Guck mal verrückter hier. Lost Place Besuch hier. Hey. Ja, deren Übergabestation ist Geh mal hier rein. Komplett warm auch da drin. Ja, hier sieht man auch alles neu in Betrieb, ne? Man muss einfach mal überlegen, was das Hotel einfach an Kosten frisst. Obwohl hier keiner mehr eincheckt, hier lebt keiner drin, also zumindest nicht offiziell. Es kümmert sich offenbar auch keiner mehr großartig drum, ne? Und trotzdem geht der Strom, das Wasser läuft, die Heizungen sind überall an. Ne? Ja. Ich meine, klar, sonst Schimmel, ne? Aber hier läuft einfach alles. Also hier könntest du sonst was mitmachen. Ne? In die Kommentare wird jetzt wieder reingeschrieben, wer bezahlt das, wer bezahlt das, wer bezahlt das. Und hier geht es dann jetzt weiter in dem Keller. Ja, Toiletten. umkleiden. Wahrscheinlich Vielleicht für fürs Personal. Hausmeister, ja. Hier in dem Raum ist offenbar die ganze Weihnachtsdeko abgestellt worden. Ja, so generell Deko, ne? Mhm. Aber Alles guck mal, so ey, jetzt mal ernsthaft, ne? Ist das schön? Naja, Ist das schön? Das ist nicht schön. Nee, oder? Nee. nee, das ist Also echt nicht wirklich, schön. das ist gruselig. Ist das hier ein Gruselkabinett oder ein Hotel? Ja, aber halt alles da, ne? Für das nächste Weihnachtsfest, was leider offenbar hier nicht mehr gefeiert wird in den Räumlichkeiten. Hier auch noch so Glocken nennt man das, ne? So zum Abdecken von den Speisen. Mhm. Weil es mal ein bisschen feudaler wird, ne? So Leute, am Ende angekommen, müssen wir echt sagen, das war, glaube ich, eins der spektakulärsten Besuche eines Lost Places, den wir je erlebt haben, In glaube ich. puncto Ne? ereignisreich. Ja, genau. Bei den ganzen Dingen, die hier passiert sind, Leute, unvorstellbar. Ja, lasst auf jeden Fall jetzt gerne noch ein Like da und schreibt weiter unten euren Kommentar zu dieser auf jeden Fall turbulenten Lost Place Erkundung. Und checkt auf jeden Fall mal die Videobeschreibung ab für den Code von ASMC. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.